Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Bei ChatGPT Plus gibt's eine Menge Neuerungen und die wollte ich euch in diesem Video mal zeigen und das hat's wirklich in sich, finde ich. Mehr nach dem Intro. Okay, also Anfang November wurden einige Neuerungen bei ChatGPT ausgerollt, die jetzt erstmal nur die Plus-Version betreffen und die Enterprise-Version. Also wer die kostenlose Version nutzt, der schaut so ein bisschen in die Röhre, aber es kann ja sein, so war es in der Vergangenheit ja öfter, dass diese neue Funktion irgendwann dann später vielleicht auch bei der kostenlosen Basisversion mit reinkommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich nutze die Plus-Version jetzt schon sehr lange und für den Preis ist es eigentlich ein No-Brainer, wenn man das Teil wirklich nutzt. Wenn man natürlich nur ab und zu hobbymäßig reinguckt, dann lohnt sich das nicht. Aber wenn man das in beruflichem Kontext nutzt, dann sind diese $20 im Monat, das ist gut investiertes Geld in meinen Augen. Aber anderes Thema. Gucken wir uns mal die Neuerungen an und dazu gehen wir mal direkt auf meinen Bildschirm jetzt hier. Ich bin jetzt hier in meinem Konto schon eingeloggt und uns fällt als erstes hier eine andere Oberfläche auf. Ja, es gibt ein paar augenfällige oder augenscheinliche Änderungen. Hier die Seitenleiste sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich gehe nachher noch auf ein paar Funktionen hier ein. Und auch hier oben fällt etwas auf. Und zwar, wir müssen jetzt nicht mehr auswählen, das ist eigentlich die coolste Neuerung, ob wir GPT-4 im Standardmodus verwenden, ob wir DALL-E nutzen wollen zur Bildgenerierung, ob wir das Browsing-Feature nutzen wollen oder die Datenanalyse, weil das ist jetzt alles in einer Oberfläche drin. Das heißt, ich muss mich nicht mehr entscheiden am Anfang eines Chats, was will ich eigentlich machen, sondern ich kann alles in einem Chat machen. Und das eröffnet wieder ganz neue Möglichkeiten, beziehungsweise macht viele Sachen sehr viel einfacher, die früher komplizierter waren, sage ich mal. Was gab es jetzt konkret an Neuerungen? Ich habe gedacht, ich frage doch einfach mal ChatGPT, welche neuen Funktionen mit dem kürzlichen Update dazugekommen sind. Da hat er mir jetzt im ersten Moment nicht so wirklich viel ausgespuckt. Das sind so allgemeine Sachen hier. Gefragt, gab es Neuerungen für Plus-Nutzer? Ja, dann kam auch so ein allgemeiner Text. Dann habe ich gesagt, okay, such bitte im Internet nach den Neuerungen von Anfang November 2023. Und dann hat er dann tatsächlich im Internet gesucht. Da wird übrigens Bing im Hintergrund nach wie vor genutzt. Und jetzt sehen wir es hier schon. Er hat dann tatsächlich diese Seite hier gefunden, die Release Notes, die verlinke ich dir auch hier beim Video, kannst du mal reinschauen. Und da sehen wir halt die große Änderung jetzt Anfang November. Auch ein paar andere Änderungen sind jetzt hier drin in diesen Release Notes, aber ja, das Wichtigste ist tatsächlich diese Einführung dieser GPTs. Du kannst jetzt eigene Versionen von ChatGPT erstellen. Es gibt auch schon einige, die mitgeliefert werden, gucken wir uns nachher gleich an. Browsing-Fähigkeit, genau, ist jetzt mit integriert, DALL-E ist mit integriert. Das gab es ja schon eine Weile. Neu ist jetzt eben, dass ich alles in einer Oberfläche habe. Über die App kann ich auch Spracheingabe durchführen und Sprachausgabe, also über die Smartphone-App. Ich glaube, hier geht's nicht, habe ich zumindest noch nicht gefunden. Und Bildeingabe, ja, wir können hier auch jetzt Dateien hochladen. Das können Bilder sein, das können aber auch irgendwelche PDFs oder sonst was sein. Und dann mit diesen Dateien arbeiten, können die analysieren lassen, können zum Beispiel ähnliche Bilder auch generieren lassen und so weiter. Natürlich immer Datenschutz im Auge behalten, hier keine persönlichen Daten hochladen. GPT oder ChatGPT gibt auch keine Auskünfte über Personen, die auf Fotos zu sehen sind. Also aufgrund des Persönlichkeitsrechts und des Datenschutzes, denke ich. Immer im Hinterkopf behalten. Mehrsprachige Unterstützung, die Web-Oberfläche kann man jetzt in vielen verschiedenen Sprachen nutzen. Ja, den Rest, den sparen wir uns. Das war jetzt, hat doch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir ging es eher mal um die Neuerung. Aber gucken wir uns die einfach mal an. Ich gehe mal hier in meinen Account und hier sehen wir schon ein paar neue Punkte oder einen neuen Punkt, besser gesagt. Wir gehen mal hier in die Settings und Beta. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier eben wählen, in welcher Sprache soll die Web-Oberfläche sein. Ich habe das bei mir jetzt noch auf Englisch oder wieder auf Englisch umgestellt. Ich hatte das eine Zeit lang mal auf Deutsch, aber ist eigentlich egal. Bei den Beta-Features haben wir nach wie vor Plugins und Data Analysis, wobei das eben jetzt integriert ist schon. Data Controls hat sich nichts Neues getan. Neu ist jetzt hier das Bilder-Profile. Wenn du eigene GPTs erstellst, kannst du die auf einem Marktplatz veröffentlichen sozusagen. Da soll wohl auch in naher Zukunft noch mehr möglich sein oder mehr kommen, dass man die Dinger dann wohl auch irgendwie verkaufen kann. Und hier kannst du eben dein Profil erstellen dafür. Kannst du ja ein Bild hochladen, Namen ändern, Webseite und so weiter. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich habe mich mit diesem Feature, muss ich ehrlich sagen, noch nicht intensiv beschäftigt. Hatte ich jetzt noch keine Zeit dazu.
Aber gehen wir da gerade mal rein. Es gibt hier nämlich jetzt mehrere Möglichkeiten, mit diesen GPTs zu arbeiten. Zum einen kannst du hier auf Explore gehen und dann werden dir deine als auch GPTs, die von OpenAI gemacht worden sind, angezeigt hier. Und die kann man dann auswählen. Dann gibt es jetzt hier ein paar, die jetzt für mich nicht wirklich einen Mehrwert haben, aber kann man einfach mal testen, was da passiert. Interessanter wird das Ganze natürlich, wenn du eigene GPTs erstellst. Und das kannst du auch in diesem Dialog hier machen oder eben hier über MyGPTs. Dann lande ich in der gleichen Ansicht im Prinzip und kann jetzt hier neue GPTs anlegen oder existierende bearbeiten zum Beispiel. Ich habe hier mal ein Experiment gemacht. Das können wir uns auch mal anschauen. Muss ich auf Edit gehen, wie das aussieht. Wir haben hier jetzt mehrere Möglichkeiten. Es gibt hier einen sogenannten Bilder. Da kann ich interaktiv jetzt hier das Ganze erstellen. Also ich kann hier sagen, was möchte ich denn machen? Oder ich kann das Ganze hier manuell konfigurieren. Und da kann ich dem einen Namen geben, ich kann ein Bild hier vergeben, ich kann eine Beschreibung vergeben und was soll das Ganze? Na, ich sage jetzt hier, wo war Social Expert, habe ich den genannt, also ein Social Media Experte, sprich benutze einen freundlichen, lockeren und positiven Ton an, werde in Ich-Form kommunizieren und so weiter. Und der ist jetzt halt Experte für Social Media Strategien und kennt sich aber auch mit Typo 3 aus, in meinem Fall. Dann kann ich solche Starter-Conversations hier definieren. Das sind die Texte, die hier unten erscheinen. Das habe ich mir jetzt auch noch nicht genau angeschaut, wie das funktioniert oder welchen Mehrwert das hat. Und ich kann hier Dateien hochladen, die weiteres Wissen diesem Tool geben. Das können dann zum Beispiel PDF-Dokumente sein. Ich kann auch sagen, welche Fähigkeiten soll dieses GPT jetzt haben, Webbrowsing, Image Generation und so weiter. Und das habe ich mir auch noch nicht angeschaut, das sieht aber sehr interessant aus. Ich kann hier weitere Datenquellen anbinden, um Wissen zu vermitteln, diesem Tool sozusagen. Ja. Habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen, aber sieht sehr interessant aus. Da kann ich quasi externe Tools dann noch anbinden. Aber wie gesagt, habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut. Wenn man hier eben auf Create geht, dann lande ich in dieser Oberfläche und kann mich jetzt hier durchhangeln, entweder interaktiv, ist jetzt hier alles auf Englisch, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie auf Deutsch geht, ehrlich gesagt, oder ich kann eben manuell hier reingehen und das Ganze konfigurieren. Aber ja, wie gesagt, muss ich mir im Detail noch anschauen. Aber was haben wir jetzt von der ganzen Sache, dass wir jetzt hier alles in einer Oberfläche haben? Ich gehe einfach mal in einen Chat und ich könnte jetzt zum Beispiel ja so vorgehen, wenn ich eine Website von mir nehme, dass ich die mal analysieren lasse und mir dann vielleicht per DALL-E einfach passende Bilder dazu generieren lasse. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Analysiere die Inhalte der Website hier. Dann nehme ich einfach mal die Landingpage für meinen ChatGPT-Kurs, den ich jetzt auch bald wieder aktualisieren muss in dem Fall. Und kann dann sagen, ich möchte diesen Kurs auf Social Media bewerben. Nehmen wir mal, damit es schneller geht, Facebook, Twitter, LinkedIn. Schreibe mir entsprechende Postings und generiere mir für jeden Post ein passendes Bild basierend auf dem Thema der Website. Jedes Bild sollte einzigartig sein und sich von den anderen unterscheiden. So, und das lassen wir jetzt einfach mal ausführen und gucken, ob er damit klarkommt. Wir sehen jetzt Browsing with Bing, das heißt, er besucht jetzt die Seite, liest hoffentlich dann auch die Inhalte ein. Ja, und das hat jetzt semi-gut funktioniert, das wird der Vorführeffekt. Also er hat mir jetzt hier die Posts geschrieben, schreibt jetzt hier allerdings unser neuer Kurs. Das wundert mich jetzt ein bisschen, denn ich habe eigentlich in meinen Custom Instructions hinterlegt, dass er immer in der Ich-Form schreiben soll. Aber das müsste ich ja nochmal korrigieren. Ich könnte natürlich diesen Prompt hier nochmal editieren, wenn ich damit nicht zufrieden bin und sagen, schreibe in der Ich-Form, duze den Leser und so weiter. Ne? Die üblichen Anweisungen, die man eben geben kann. Ich würde die Posts jetzt auch so nicht verwenden wahrscheinlich, aber er gibt mir dann eben auch Bildvorschläge, auch hier für LinkedIn, und sagt dann, ich werde nun die entsprechenden Bilder generieren. Zuerst das Bild für den Facebook-Post. Ja, sieht interessant aus. Kann man sich dann hier anschauen und wenn man hier rechts auf das i klickt, dann sehe ich ja den Prompt, den er dazu genutzt hat. Vibrant creative depiction of a person working on a laptop surrounded by bright symbols of creativity and efficiency. Okay. ChatGPT Essentials Course Logo. Ja, da gibt's kein Logo dafür. Kann man sich überlegen, ob man das verwenden würde.
Das Coole ist, ich habe diesen Prompt jetzt ja und kann den jetzt ja einfach nehmen, um vielleicht in einem neuen Chat damit neue Bilder generieren zu lassen, den ein bisschen anpassen hier. Ne? Also Logo gibt's halt nicht. Oder kann den auch bei Midjourney mal reinschmeißen und gucken, was passiert, entsprechend angepasst. Also das ist schon ganz cool eigentlich. Dann sollte er eigentlich weitermachen und ja, da ist er dann mal wieder abgebrochen. Das passiert in letzter Zeit häufig. Aktuell funktioniert das Tool wieder sehr gut. Die letzten Tage, kurz vor der Aufnahme des Videos, ging hier fast gar nichts, weil OpenAI eine DDoS-Attacke hatte. Und da konnte man das Tool fast gar nicht nutzen. Seit gestern Abend ist es jetzt endlich wieder nutzbar, aber noch nicht so ganz perfekt. Ich habe dann auf Regenerate geklickt und dann hat er ja hier weitergemacht. Dann hat er mir noch ein zweites Bild generiert. Das ist auch interessant auf jeden Fall. Können wir uns auch hier mal den Prompt anschauen. Symbolizing the transformation of chaotic, unorganized work into streamlined, efficient productivity. Ja, nicht ganz. Hier unten sieht der Boden noch ein bisschen okay aus. Aber ja, die Idee ist an sich nicht schlecht. Ne? Das ist ja auch der Sinn des Kurses, dass man produktiver wird. Von daher, ja, kann interessant sein. Er hat jetzt dann leider hier nicht weitergemacht, beziehungsweise ist dann wieder abgebrochen hier. Ja, da müsste ich jetzt halt nochmal auf Generate oder auf Regenerate klicken. Und dann könnte es sein, dass er dann weitermacht. Aber du siehst das Prinzip, ja, wenn es halt beim ersten Mal nicht funktioniert, dann können wir den Prompt nochmal verbessern, anpassen. Wie gesagt, ein paar Sachen haben mir jetzt hier nicht so gefallen. Aber so ist es ja immer. Ne? Der erste Entwurf, den ChatGPT uns liefert, der ist meistens nicht wirklich zu verwenden. Man muss dann nochmal drüber gehen, manuell Anpassungen vornehmen. Aber was wir halt sehen, wir können jetzt alles in einem nutzen. Ja, wir können im Web browsen, wir können Bilder generieren lassen, basierend auf irgendwelchen Themen. Wir müssen gar nicht mehr einen fixen Prompt vorgeben. Geht natürlich auch noch, aber wir können auch einfach sagen, hier hast du eine Seite, mach mal. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil da kommt man doch manchmal auf Ideen oder beziehungsweise ChatGPT liefert uns Ideen, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären. Ja, aber gucken wir uns vielleicht noch kurz die Neuerungen an der Oberfläche an, also an der Bedienoberfläche. Da gibt es nämlich auch ein paar Kleinigkeiten. Wir können zum Beispiel hier diese Sidebar jetzt einfach einklappen. Das kannte man schon. Neuer Chat wird jetzt hier oben oben links gestartet einfach. Wir können hier trotzdem noch auf GPT 3.5 oder auf die Plugin-Variante umschalten, ja, wenn ich eben ein Plugin nutzen will. Ich kann hier einen Chat auch teilen und sehe jetzt, okay, sharing conversations with images is not yet supported. Okay, wusste ich auch nicht. Also Chats, in denen Bilder generiert worden sind, die können wir nicht teilen. Ja, ich gehe mal am besten in einen anderen Chat rein, damit wir das mal besser testen können. Da hatte ich, glaube ich, keine Bilder hier. Genau, da gab es auch keinen Abbruch hier. Das heißt, hier kann ich nach wie vor Chats teilen mit anderen. Genau, ich habe hier so eine Vorschau, kann den Link kopieren. Das ist eine Funktion, die es schon länger gibt. Ich kann auch den Prompt jederzeit jetzt hier editieren. Auch das ging natürlich schon vorher, bloß die Icons waren an einer anderen Stelle. Und bei jedem Post, bei jeder Ausgabe, die ChatGPT macht, können wir diese Ausgabe auch bewerten. Auch das gab es schon vorher, aber die Icons sind jetzt eben an anderer Stelle. Ja, hier können wir eben Dateien hochladen, dann öffnet sich ein Auswahlfenster und wir können zum Beispiel Bilder hochladen. Was ich auch ganz gern mache, wenn ich Bilder habe, die jetzt für eine Website sind, dass ich mir eine Bildbeschreibung und einen alternativen Text generieren lasse. Alternativer Text ist wichtig für Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung auf Webseiten. Da funktioniert das wunderbar eigentlich. Ja, das sind so die wichtigsten Neuerungen, die groben Neuerungen. Wie gesagt, hier hat er einen kleinen Fehler. Die Sidebar wird, jetzt ist sie wieder heller. Das mit diesen eigenen GPTs werde ich mir definitiv noch anschauen. Da wird es dann sicher in Bälde, in naher Zukunft noch ein weiteres Video von mir geben. Und jetzt würde mich interessieren, hast du diese neuen Funktionen auch schon? Wie findest du das? Was nutzt du? Wie nutzt du das? Schreib das gerne mal hier in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und ja, wir bleiben dran und schauen, was sich so tut in den nächsten Wochen. Ich bin echt gespannt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter. Du kennst die Sprüche und dann sehen wir uns in einem zukünftigen Video. Mach's gut. Bis dann.